erstmal warm wäre, genau, erstmal wach wäre. Meine Güte, die Nacht war für mich die Hölle. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war die Nacht, ich habe gefühlt 2,5 Stunden schlafen können, keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit ganz komische Träume. Zweimal dasselbe Traum, komischerweise, I don't know, was das zu bedeuten hat. Keine Ahnung. Kann ich schon gleich mal ein bisschen erzählen. Ich habe voll the weirde Stuff geträumt. Es geht um Schädeldecke und Gehirn. I don't know. Moinsen an alle. So, wir machen es heute ein bisschen gemütlich. Wir haben heute auf dem Speiseplan stehen. Ich habe sie auf Discord gepostet. Ein bisschen was durcheinander, aber ich denke, das ist okay. Die Spiele harmonieren, glaube ich, ganz gut. Auch von der Zeit her. Wir machen heute ein bisschen Reaction, gucken uns die Clips an vom letzten Stream, gucken ein paar Spielevorschläge. Dann habe ich noch 3 Videos. Ja, jeweils vielleicht maximal 13 Minuten. Also, ja. So geht es immer um die Evolution von Zombie-Survival-Spielen. Von 2004 bis 2023. Wird mich mal hardcore interessieren. Das wird mal vorgeschlagen. Und ja, warum nicht? Gucken wir mal rein. Und dann, weil es nächste Woche ja soweit ist und das der letzte Stream ist für diese Woche. Sowieso. Maximal, wie gesagt, 12 Stunden. Wenn irgendwas passieren sollte, Regel ist, bleibe wie immer. Ne? Wenn irgendwas sein sollte, Real Life oder sonst was, dann ist der Stream aus. Ne? Aber das ist ja, selbstverständlich. So, dann habe ich noch, wie gesagt, Evolution von Zombie-Survival-Games gucken wir uns heute an. Dann habe ich noch die komplette Hintergrundgeschichte von The Forest, in Klammer mit Spoiler. Aber mir haben The Forest schon, was weiß ich, wie oft durchgespielt. Ich war, glaube ich, auf YouTube hochgeladen. Ne? Also End-Playthrough davon aus Versehen durchgespielt. Aber wir haben das da oft gespielt gerade. Das ist schon Ewigkeit. Deswegen wäre mal ganz geil, da mal so als Auffrischung. Was ist der Hintergrund nochmal bei The Forest? Für die, die es vielleicht auch nicht kennen. Einfach mal so kleine, ne? So ein bisschen so Aufschwung, zack. Und wenn es dann losgeht mit Sons of the Forest nächste Woche, haben wir so ein bisschen, ne? So ein bisschen Hintergrundwissen. Ist ganz geil. Ich glaube, das ist gut connected. Bin mal gespannt, wie sie es mit der Story machen. Dann habe ich noch ein kleines Video. Das ist The Forest Speedrun. Weltrekord. I don't know. Ich würde es einfach mal gern gucken. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, innerhalb von 6 Minuten The Forest durchzuspielen. Deswegen gucken wir uns das einfach mal an. Wahrscheinlich wäre das glitchmäßig irgendwie sich durchgemogelt. I don't know. Gucken wir einfach mal. Das sind die 3 Videos. Ja, würde ich sagen, let's fetz, ne? Zieh mal durch. So, lass ich mal schnell Video. Achso, und danach, sorry, habe ich ganz vergessen. Reactions. Machen wir No One Survived. Wir machen einen Neustart. Ausnahmsweise nur heute jetzt einfach mal einen Neustart. Mit, mit kranke Settings. Also mit so Challenge-mäßig, ne? So richtig beschissene Settings. Und ja, so bin ich mal gespannt. Also Neustart mit Abfuck-Settings. Und ja, so ab 15 Uhr machen wir Scum. Einfach nur Scum-Update-Check, ne? Einfach mal gucken, was hat sich so geändert. Wir müssen sowieso neu anfangen auf dem Server. Mal gucken. Auch ein Neustart mit Update-Check halt quasi, ne? Und so ab 20 Uhr testen wir das Spiel Goat Simulator. Diese Ziege spendiert gnadenlose Fieberträume. Ja, so zum Abschluss. Finde ich ganz geil. Ja, finde ich ganz geil. Gut, ihr Leute, machen es euch gemütlich. Zieh mal durch. Weiche. Wo ist es? Und trinken was. Seit gestern trinke ich wieder mal 2 Liter. Ist besser als nur ganzes Glas am da. Ich habe in letzter Zeit sehr wenig getrunken. Sehr wenig. Knoggi, moin moin. So. Dann lass mich das mal gerade öffnen hier. So. Ja, hier, neue Folge hochgeladen. Blub, zack. Ist halt alles auch auf dem Stream zu sehen, also in VOD zu sehen, aber ja, ich lade halt trotzdem immer die Parts hoch. Weil irgendwann sind die VODs weg auf Twitch und dann hat man es halt trotzdem immer noch auf YouTube. Deswegen lade ich alles mögliche hoch. Stream-Highlights. Jetzt habe ich es vergessen. Ich wollte eigentlich hier Dingsbums posten. Wir haben doch diese Gronk-Lurch-Hausschuhe. Ja, will ich die ganze Zeit schon ein Bild hochladen. Andauernd vergesse ich's. So, das sind die Clips aus dem letzten Stream. Ich mach die Musik mal kurz für aus, ne? Sind ja nicht so viel. Gucken wir mal kurz rein. What the fuck? Oh. Deswegen denke ich, das ist eine gute Möglichkeit, um irgendwie eine Horde-Base zu bauen, also so wie ich es jetzt gebaut habe, ne? Also im letzten Stream. Ich löse es, oder? Okay. So, ja, kam die Idee. Weil die steht einfach nur dran und kriegt Damage. Okay, das müssen wir kurz angucken. Warte mal.
Das kenne ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, was Knorke jetzt alles verändert hat. Keine Ahnung. Wie gesagt, das der Opener ist so. Genau. So, dann geht's weiter. Wilde Sau eskaliert. Ja, da wollte ich los. Genau. Ich schloss hier vom Mulaven. Ne? Wir gucken einfach. Oh, was? Was? Das ist so nicht wahr. Also die sind echt OP. Die sind einfach krank. Meine Fresse. Was? Ich geh mich schon mal restaurieren. Jo, alles klar, bis gleich. Geh mich schon mal restaurieren. Das habe ich halt Moje in Speedrun-mäßig gemacht. Ja, die Schweine, ne, die Wildsäue. Wildsau. Die sind krank. Das wollte ich absolut nicht. Ja, da wollte ich eigentlich. Genau. Also. Das war der Moment, wo mein Hirn gedacht hat, ey, geh doch aufs Geländer, dann treffe ich sie besser. Ja, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Aber wir nehmen das mit dem Tod und also ich nehme das alles nicht so ernst. Ne? Es ist halt so, wenn man stirbt, stirbt man. Fertig. Para 2022. Ne, das hatte ich schon 2018 gesagt, 2019 glaube ich gesagt. Da gab es ein Video davon. Ich glaube Paras Weisheide oder sowas, ne? Und glaube ich Mutter Adam damals gemacht. Und der Sterbchen. Fertig. Immer gnadenlos. Bin noch saumüde, gestern wieder verzockt. Ja, ich habe gestern zwar nicht mehr gezockt, mein PC war aus, wir haben so ein bisschen Family-Stuff gemacht, aber wir waren so ein bisschen einkaufen, ein bisschen unterwegs und so. Und ich habe irgendwie, wie gesagt, also habe ich am Anfang des Streams schon gesagt, ich bin ein bisschen groggy. Deswegen habe ich mir da jetzt einfach mal, ich habe immer N-Energy irgendwo im Haus. Ich habe den jetzt einfach mal aufgemacht für Altmoje. Weil ich habe die Nacht 2,5 Stunden geschlafen und das war so, weißt du, ich bin wach vor und ich habe irgendwie geträumt von, das war so weird. Ich habe zweimal, also 2 Nächte hintereinander dasselbe Traum gehabt. Circa dasselbe. Und zwar, dass ich irgendwie, ich huck in einem Rollstuhl und mein Schädeldecke, also ich will mal so die Haare kämmen, auf einmal merke ich, dass meine Haare so abgehen und hab so, ne, guck so auf deine Kamm, siehst so die Haare, aber du ist auch noch ein bisschen was an Haut dabei und dann so, what the fuck? Da habe ich halt nochmal so geguckt mit der Hand, für merke ich, dass das alles ganz weich ist und so bröselig, wie so alter Keks, der schon, keine Ahnung, 2 Jahre rumleiht. Da habe ich das so ingetrickt, auf einmal konnte ich mein Schädeldeck einfach abmachen. Und dann bin ich wach vor. Das ist jetzt 2 Nächte hintereinander passiert, dass ich mein Schädeldeck in einem Traum abgemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber Schädeldeck abmache. Gehirn, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Und dann, ja, irgendwann so gehe 5 Uhr bin ich dann wach geblieben. Wow, weird die Nacht. Ah, das ist die neue Autobase. Mal gucken, ob sowas taugt. Sobald er den Löffel zieht, hat er den Mund aufgemacht. Nimm den Wagen mit hier. Oh. Oh nein. Ja, tschüss. Doggy's Magic. Was bin um 20 Uhr ins Bett und hatte noch was gelesen. Und dann um 21 Uhr wieder aufzustehen und das Gelesene umzusetzen. Okay, gut. Ich weiß nicht, um was es dann ging, aber ja, okay, gut. Nee, als ich dann wach geblieben bin, ich habe dann Fringe angemacht. Die Serie. Ich habe dann einfach Fringe angemacht und habe, okay, Arcus, okay, gut. Das macht aber Sinn. Das ist sinnvoll. Nee, ich hab Fringe geguckt. Ich hab mir voll die Dröhnung gehabt mit Fringe. Nicht mit den FBI-Agents und hier Portale und die Dimensionen und Walter und Aliens und keine Ahnung, Parasite und so. Ich liebe die Serie. Ich habe sie gerade immer wieder angefangen zu gucken. Ich habe Blödsinn gemacht. Okay. So. Ja, also wenn wir später, also No Reactions, wenn wir hier No One Survived anfangen, wie gesagt, wir machen Neustart und die Settings, weil sich schon viel geändert hat, man kann mittlerweile mehr einstellen, werden wir uns ein bisschen austoben, ein bisschen anders machen. Ein bisschen krank. Einfach mal just for fun, so ein bisschen herausfordernd. Du musst ein paar Dinos einfangen. Ah ja. Was war denn das hier? Oh je, oh hallo. Ah, du bin ich gestorben. Oh, Okay. So viel Ja, Öl weiß ich voll noch, ja. Scheiße. Ja, War ja gerade vorgestern. Ja. Das geht ein bisschen gut.
Oh Gott, was ist denn da passiert? Oh, da muss ich gerade an Ding denken, an, er hat Hals vor allem. Sorry, gerade Sekunde. I think I have something forget. Ja, hab ich auch. Jedes Mal. Kategorie, bevor jemand drin kommt und das ist kein No One Survived. Sorry. So. Okay, let's go. An, ach, wie hieß das dann? Hier, Final Destination. Oh, hallo. Er war random. Tot. Er war random. Ich bin tot. Wie oft ist das schon passiert? So, und dann haben wir hier genau 2 Clips von dem Horrorspiel. Emo Jumpscare, der mich ein bisschen gekriegt hat. Mir gucken sie mal, ich habe hier schon viel zu dem Spiel gesagt. Ich habe mir mehr erhofft, aber man kann es spielen, aber es ist nichts, was ich jetzt 2 Mal ineinander spielen würde, wie zum Beispiel Visage oder sowas bei mir zum Beispiel. Ist halt ist halt verschieden. War trotzdem ganz gut. Also von der Story gut erklärt. Aber ich hätte mir mehr. Ja, ich habe ja schon alles gesagt. Gut. Hallo. Wer macht denn so schnell Unordnung? Ihr Leid, ihr macht mich hier wahnsinnig. Ja, alles klar. Bis gleich, Glocke. Ja. Schmelzschotte, Mensch. Ich muss hier raus. Du Pisse! Okay, das hat mich gerettet. Der eine Clip hat nicht. Aber nur weil es laut war. Es war laut. Deswegen hat es mich ein bisschen ingekodelt. Das war's. So, was war das hier? Bin schuldig. Ah, okay. Ich fand's lustig. Ja, Ahnung. Ich finde mein Stuff auch lustig. Vortone-Teller. Wird schön Thumbnails gemacht. Teller. Ich habe Hunger. Ein bisschen Hunger jetzt. Marshmallows und Thunfisch. Und Teller. Ich bin schuldig. Case closed. Oh, ich bin manchmal so doof, aber der war. Ja. Ich bin schuldig. Es hat immer so gut gepasst. I don't know. Okay. Gut. Ist halt mein, ne? Ich bin komisch. So, Spielevorschläge haben wir nur noch. Zombieland Survival. Okay, okay. Svět byl na pokraji zhroucení už v roce 2024, kdy vyvrcholila třetí světová válka. Kvůli nedostatku surovin a nenažranosti mocných lidí. Vše zasadilo poslední ránu, když se zjistilo, že zombie v Číně opravdu existují a unikli do světa. Od té doby lidstvo upadlo až na pár přeživších. Je teď na nás, abychom se pokusili zastavit vymření lidské rasy. Protože pak už by to byli jen nemrtví. Takový konec já nechci. Was? Okay, Zombieland Survival. Okay, ich gucke mal kurz, ob ich einen Clip davon, Trailer oder sowas finde. Gameplay. Okay, sagen wir jetzt halt gar nichts, ne? Aber gut, okay, alles klar. Das ist schade. Ich hätte jetzt gern mehr Gameplay oder irgendwas, ne, irgendwas vom Spiel vielleicht gesehen. Weil manchmal ist es halt ein bisschen unsafe, wenn sowas rauskommt an Trailer oder sowas. Also, könnt ihr trotzdem Sache posten, ne? Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Ideen habt oder sowas, Discord-mäßig, Spielevorschläge hauen drin. So, ja gut, Bilder habe ich jetzt vergessen zu posten, ne? Die sind alle gar noch vom vorletzten Stream. Ja, wenn ihr da irgendwie Idee habt oder sowas, ne? Hauen einfach hin, dann du mal drauf reagiere, gucken mal, ob es was ist und dann testen wir es vielleicht auch im Stream. So sind wir auf die meisten Spiele kommen, wie auch No One Survived irgendwann, ne? Aber das hat jetzt, it's a post-apocalyptic game that takes place in 2025 of the soil of the Tschechische Republik. Maps range from 8 Kilometer the game. Müsste ich mal mehr Infos ranziehen. Für 5 Euro. Okay. Keine Ahnung. Müsste man mal, wenn du irgendwie mehr zu sehen ist irgendwo, ne, müsste ich mal gucken. Wäre ganz geil. Das kennt man sich dann mal einfach, ne, ein bisschen mehr Info und dann kennt man mal Schnüffele. Hätte ich nichts dagegen. So. Wie gesagt, das war Discord. Wenn ihr was posten wollt, hauen rein. Jetzt geht's los mit den Videos. Wie gesagt, 3
Videos haben wir dort zur Auswahl. The Forest Speedrun, The Forest Hintergrundgeschichte, weil nächste Woche sonst The Forest losgeht. Und jetzt haben wir hier noch Evolution von Zombie Survival Games von 2004 bis 2023. Da bin ich mal gespannt. So, let's go. Vielleicht ist du ja auch was dabei, ne, wo man vielleicht noch nicht kenne. Aber ich finde es mal interessant, einfach mal, gerade weil ich so viel Zombie-Survival-Spiele spiele, oder gern spiele, dass man doch vielleicht, ne, wie ist das alles passiert? Und was war so das erste Survival-Game und so? Was war das Große? Was ist da alles passiert? Let's go. Survival Crisis Z. Sagt mir gar nichts. Sieht aber aus wie Flash Game. 2006, Dead Rising. Aber Dead Rising wird, glaube ich, Oh, ist, glaube ich, noch im Index, ne? Bin ich, glaube ich, vorsichtig. Ich glaube, das ist noch im Index. Was totaler Schwachsinn ist, aber ich bin immer vorsichtig. Ne? Ich fand's cool. Von dem, was ich gesehen habe. 2007, Zombie Panic, Source. Das habe ich gespielt. So gab's auch damals für wie hieß das? Für Half-Life. Oder Counter-Strike 1.6 war das, glaube ich. Gab's so Mod, Zombie Panic. Ich glaube, die hieß auch so. Doch, einfach Zombie Panic, das ist nur die in Source Engine. Ich habe das geliebt. Einfach Zombies kille und überlebe. Das war einfach genial. Deswegen, seitdem bin ich voll drin, das ist immer nice. Und dann im besten Fall noch Multiplayer, das macht so Bock. Spielst halt einfach Zombies mit deinen Freunden. Oder Randoms, je nachdem. 2008, Dead Frontier. So fehlt aber ein bisschen was. Dead Frontier hat nicht immer so ausgesehen. Dead Frontier ist Ewigkeiten her. Ewigkeiten her. Da sah es ein bisschen anders aus. Aber Dead Frontier hat ich auch gespielt. Das war ein Spiel, damals, wenn es gehieß hat, ja, wir haben jetzt Computer, ne, also Computerunterricht, bla bla bla, also EDV und so Shit. Da haben wir da gehuckt. Und wenn wir dann fertig waren mit unserem Case, ne, mit Word und dies, das und jenes, was man halt damals so in der Schule gemacht hat, hat's dann gehieß gehabt, ey komm, wenn man sich ein bisschen ausgekannt hat, so mit Proxys und so, und ich war da sehr gut drin, technisch und PC-mäßig. Man hat schon gewusst, wie man dann auf Seite kommt, auch wenn sie blockiert war. Ist alles Ewigkeit her. Mehr als 10 Jahre. Ist ja nicht so wild. Aber du konntest dann Dead Frontier spielen. Und das war geil. Das war immer so Highlight, wenn man Unterricht hatte, PC und so. Dead Frontier. Weil es einfach im Browser spielbar war. War halt nice. Left 4 Dead. Lemo, das war 2008, ne? Wir haben Left 4 Dead haben wir durchgespielt. Ich glaube zweimal. Wir haben zweimal Left 4 Dead 1 gespielt und dann einmal Left 4 Dead 2 durchgespielt. Also im Stream. Das war, glaube ich, vor 2, 3. Ne, es war vor 3 Jahren. Das war, Left 4 Dead ist halt nice. Das ist Klassiker. Aber ich hatte es nie Multiplayer gespielt, nie. Immer nur so, ne, mit NPCs halt, mit der. Ja, geskriptet halt. Zombie Apocalypse. Nie gespielt, aber ich kenn's von den Bildern her. Mittlerweile gibt's das, glaube ich, auch so in der Form als Handyspiel. Was mir irgendwie fehlt, ist, ich glaube, das wurde hier nicht in der Liste erwähnt. Es gibt, damals gab's Alien-Shooter, auch so, ne, mit der isometrischen Sicht und sowas. Alien-Shooter, wo du Skille konntest, bla bla bla, mit einer kleinen Story und so. Und Horde von Zombies oder Aliens, gab's beide Versionen. Und Zombie-Shooter ich habe das so oft durchgespielt. Und war da irgendwann so Max-Level, ich war so overpowered. Mir konnte keiner was anhaben. Ich bin da rumgerannt und hab NV-Schlag, zack, tot. Direkt ganze Horde tot. Ich fand da richtig hardcore, also jetzt übertrieben, aber das war, ja, Zombie-Shooter fehlt irgendwie ein bisschen. Das ist, glaube ich, älter als 2009, ich bin mir nicht sicher. Los, Molar, vielleicht kommt's hier noch. I don't know. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. 2009, Left 4 Dead 2. Liebe. Aber hat der die Grafik runter? Der hat die Grafik runtergestellt, ne? So sah das nämlich im Leben nicht aus. Left 4 Dead 2 sah scheiße gut aus. Also für die Zeit, auf jeden Fall. Sieht heute noch gut aus.
Ich glaube, ja, das ist so Custom Map oder Grafik runtergestellt. Wurde danach irgendwie, ich glaube, irgendeins war das mal um Index? Nee, ich glaube nicht. Da war nichts mit Index, aber es wurde gecuttet, ne? Es war dann nämlich uncut. Du wurde irgendwie das entfernt, dass man mit der Schrotflinte zum Beispiel, was ich komplett lächerlich finde, aber das ist ein anderes Thema mit dem Index und so, du kennst mich drüber aufrege ohne Ende, gerade Deutschland, Kacke. Holy shit, ist egal, anderes Thema. So, war irgendwie, ne, wenn man mit der Shotgun halt jemanden, Zombie, Blatt ist es ein Zombie. Wenn man den Blatt gemacht hat, ist halt nicht und neben die Seite weggefetzt und du konntest halt so durchgucken durch den Bauch und so. Also an der Bauch, ne, an der Hälfte war dann irgendwie alles weg und so, die Gedärme rausgehauen, blutige Ärsche und Gedönse. Ja. Aber wenn man gewusst hat, wie es geht, konnte man es auch uncut spielen. In Deutschland. Ich hab das nie gemacht. 2010, Dead Nation. Das hatte ich auch gespielt. War, glaube ich, auch so ein kleiner Vorgänger von Alien Swarm, war das, glaube ich. Alien Swarm? War, glaube ich, irgendwas von Valve, ne? Valve. Also kam mir so vor, ich hatte es dann dort mit so ein bisschen verglichen. War irgendwie so Free-to-Play Alien-Shooter. In dem Fall Zombie-Shooter. 2010, Dead Rising 2. Ist halt das Geile, ne? Du bist einfach in einem Kaufhaus. Da sind Zombies ohne Ende. Du hast alles mögliche an Waffen, du kannst alles benutzen. So gut wie alles. Du kannst als Clown da rumrennen. Du kannst den Rasenmäher nutzen und kannst dir den Kopf wegmähen. Wie damals bei deinem Film ist er ewiger Schinke. Aber, wie hieß der? Braindead. Klassiker. Muss man wirklich geguckt haben, finde ich. Ja, du kannst halt einfach alles machen. War einfach geil. Und dann noch eine kleine Nebenstory und Bosse und so weiter. Leider habe ich es nie gespielt, aber geguckt. Weil ich hatte keine Konsole. Es war, glaube ich, nur für Konsole damals, Xbox oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Mittlerweile gibt es vielleicht für den PC. Ich bin mir nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber man kennt's halt. 2011, No More Room in Hell. Das war, glaube ich, auch ein Source-Mod. War das ein Source-Mod? Aber ich habe das auch gespielt. Ja, es war Source-Mod. Alle schon die Sounds. Direkt. Das hat Bock gemacht ohne Ende. 2011, Dead Island. Habe ich auch gespielt. War, glaube ich, auf dem Index. Ich weiß nicht mehr welcher Teil, aber vielleicht war es der oder? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas war da nochmal. Dead Island war der Shit. Und grafisch, als es rauskam, ne, mit den Strände und alles so richtig geil, hell und ne, so richtig tropisch. Das war so gut. Und dann kam irgendwann noch Dead Island Riptide oder sowas raus. Das war gut. 2013, Project Zomboid. Haben wir gerade vor kurzem gespielt. Das haben wir vor kurzem gespielt, also nicht im Stream, sondern wir haben, also ich habe mit Madi und Mango, ne, mit den Moderinos, haben wir das mal getestet. Es ging eine Stunde, dann haben wir aufgehört. Nicht wegen dem GUI, also wegen der grafischen Benutzeroberfläche, sondern es war scheiße schwer. Aber das ist halt einer von den besten Simulatoren, was Zombie-Survival angeht. Es ist geil, aber je nachdem, wie man es instellt, kann das schon richtig kacke sein. Also du lebst ein paar Minuten tot. Oder bist infiziert, musst halt auf so viel mehr achten, aber es ist ein richtig gutes Spiel. Vielleicht irgendwann nochmal. (2013) DayZ. War das 2013? Du warst noch im Mod, glaube ich, ne? Da war noch nicht die Standalone-Version. DayZ kam nämlich damals mit, ich glaube, das war Arma-Mod. Für Arma war das ein Mod gewesen. Nicht dieser Militärsimulator, was weiß ich. Das war eine geile Idee. Jetzt mittlerweile gibt es hier Standalone-Version davon. Und das ist, ja, DayZ ist halt, ja, geil, ne? Ich habe es selber nicht gespielt, immer nur geguckt. Irgendwas hält mich noch weg von dem Spiel, ich weiß nicht. Oder vor allem einfach zu viel zu spielen momentan. Obwohl es vielleicht auch ganz geil wäre, einfach mal so Multiplayer, ne? DayZ ist nice.
2013, State of Decay. Ja, das wollte ich aber spielen, ist aber Untergang. In 2013 war so Zeit, da habe ich... Gott, habe ich so Scheiße erlebt, ey. Aber Real-Life-Shit ist, ja... Da habe ich absolut fast gar nichts am PC gemacht. Überhaupt nicht, also fast gar nicht. ...2013, The Last of Us. Das war 2013. Das hatte ich ja selbst schon erzählt, ne? Also, The Last of Us finde ich immer noch eins von den geilsten Zombie-Spiele. Was Story angeht, alles, einfach alles. Das wäre die Serie auch. Wir kommen zwar jetzt die Folge raus und alles, ne? Aber mir gucke es noch nicht. Ich warte, bis alle Folgen draußen sind. Dann gucke ich die Serie komplett und genieße das und da brauche ich Urlaub dafür und alles. Das ist also richtig hardcore. Mary A., mir warte beide drauf. Das ist richtig was draußen, dann hat man was zu gucken. Ist dann wie so laufen, da komplett, ne? Wir ziehen es dann im Stück durch. Wenn es halt klappt, je nachdem. Aber The Last of Us weiß ich noch genau. Da habe ich genau hier in demselben Platz, hier im Keller. Jetzt bin ich wieder im Keller, da war hier damals eine Couch. Gut, ihr seht das jetzt nicht, ne? Hier war eine Couch gewesen. Und da war ein kleiner Tisch, so ein kleiner abgefuckter. Da hatte ein großer Bildschirm drauf gestanden. Und da war halt eine kleine Blazy, ich glaube Dreier. Ja, es war Dreier. Und die war halt mit mir. Die war nur für kurze Zeit da. Von einem damaligen Kollege. Und ja, ich war allein im Keller und hatte einen Controller in der Hand und hab das Spiel gefunden. Ich hab's durchgenuddelt. 2 Mal hintereinander. Ich war so fasziniert von dem Spiel. Es war so geil. Aber dass das schon 2013 war, ey. Holy shit. Ich finde, das Spiel ist endlos. Kann ich immer wieder spielen. Immer wieder. Selber alles dabei. Drama, Action, Comedy, alles. ...2013, Dead Rising 3. Das ist halt ein Spiel, wo du deine Frust ablassen kannst, ne? Einfach mal alles raus. Einfach raus damit. Das ist bestimmt funny. Stell dir mal sowas vor in VR. 2013, 7 Days to Die. Alpha 20 ist das aber. Achso, ist immer nur, okay. Haben wir auch gespielt im Stream. Haben wir auch, ich glaube, ein paar Folgen habe ich hochgeladen auf YouTube, wo man noch sieht, wie wir angefangen haben und so, auch mit Mary. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Aber das Spiel, das hat auch großes Suchtpotenzial und ist echt geil. Vielleicht irgendwann nochmal. Irgendwann nochmal. Mit dem Server oder sowas. Müsste ich aber alles nochmal lernen. Das ist alles zu lange her. ...2015, H1Z1, Just Survive. Momentemo. 2015, H1Z1. Just Survive. Ich habe gemeint, das wäre immer so ein PUBG-Abklatsch. Also, ich hab gedacht, das wäre einfach nur so Battle Royale-Kacke. Also, für mich, ne, für mich ist es nix. Hier ist es klar, dass das Spiel Kacke ist oder PUBG oder sowas Kacke ist. Kann jeder für sich entscheiden, aber das ist halt so. Ich war der Meinung, das war Battle Royale. Deswegen habe ich das ganz schnell wieder aus dem Fokus verloren. Weil irgendwo hatte ich mal einen Stream geguckt, der hat das gespielt und da waren keine Zombies. Aber vielleicht war das auch ein Server, man kann es deaktivieren. I don't know. Nice. 2015, Dying Light. Ist auch endlos. Zeitlos. ...2016, Arizona Sunshine. Das waren die gute VR-Streams. Das Spiel haben wir in VR, also ich habe das in VR gestreamt, ist jetzt auch schon, glaube ich, 2 Jahre her. Da hatte ich mit dem Dark Dog, glaube ich, habe ich das gespielt gehabt. Mit Dark Dog und Muddy. Da haben wir das gespielt. Das war so lustig. Das war, also, das da in VR, das hat so Bock gemacht. Das war richtig, das war so funny. Und in VR ganz anderes Feeling.
Sei VR-Streams 2016, irgendwann How nochmal. to Irgendwann Survive nochmal. 2. Irgendwann. Hätte ich so Bock drauf. Das kenne ich jetzt gar nicht. (2017) Survive the Nights. Kenne ich auch nicht. (2018) State of Decay 2. Gab's sogar schon eine Wetter-Deal. Ach du Kacke. Aber da waren die rennenden Zombies, ne? Die waren dann immer so, ne? Die waren schon ordentlich dabei. War schon ganz gut. (2019) World War Z. Ja, als ich das auch gesehen habe, ne, so, ich glaube, das war war das? Ich glaube, irgendein Stream oder mehrere Streamer hatte das halt vorher schon spielen können. Und da habe ich das gesehen gehabt. Und ich fand's ganz geil, auch von der Animation her, dass sich die Zombies so aufeinander schmeißen und irgendwie, ne, sich wie so Knübelhaufe so eine Oppe schaffen können. Quasi übereinander, ne, die krabbeln einfach an sich hoch und so. Das war richtig geil gemacht. Halt wie im Film. So, nicht wie so eine Welle kommen die auf immer so richtig krass. Das haben sie im Spiel auch richtig nice umgesetzt, aber selber gespielt habe ich es nie. Ist halt einfach Zombie-Ballern, ballern und durchkommen. Ich glaube Welle für Welle. (2019) Days Gone. Ja, ne? Days Gone ist halt einfach Liebe, ist einfach saugeil. Wir haben zum Stream angefangen zu spielen. Ich wollte hier komplettes Let's Play draus machen, aber ich habe aufgehört. Ich mach's aber irgendwann nochmal. Aber ich nehm's dann auf, ich mach's dann im Stream. Weil die Quali war zu kacke, wenn ich das über das Stream, weil ich ja meistens, wenn ich im Stream was aufnehme, so wie das jetzt hier, durch das exportiere, also schneide auf Twitch und tue es dann exportieren. Und ja, dann hat man das Video. Deswegen sehen manche Videos, manche auf YouTube sehen halt so ein bisschen blurry aus, so ganz leicht. Aber gut, ich könnte es auch nebenbei aufnehmen. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. Sieht zwar geiler aus, aber ich glaube, dafür müsste ich ein bisschen was am PC ändern, was Festplattenspeicher angeht. Aber es hat Bock gemacht. Es war ein sehr, sehr geiles Game. Also ist immer noch. Gibt's auch noch ein paar Clips, wo ich ordentlich verkackt habe. 2020 The Walking Dead, Saints and Sinners. Dieses Spiel, das war das erste Spiel, wo ich mal besorgt habe, also eins von der erste. Ich habe zuerst Phasmophobia, also ne, durch Phasmophobia bin ich auf VR gekommen. Dann habe ich mal VR-Brille gekauft und dann habe ich gesehen, oh, es gibt The Walking Dead in VR. Und das war das erste Spiel, wo ich in VR, Anfangszeit, wo ich nur noch VR-Streams gemacht habe, eine Zeit lang, also wirklich sau oft, da habe ich das dort dann gespielt gehabt. Und zwar 9 Stunden am Stück. Habe ich diese Brille aufgehabt und habe The Walking Dead Saints and Sinners gespielt. Und es war so lustig. In VR, ne, da bin ich dann immer hingegangen, habe so ein bisschen, so leichtes Roleplay, ne, so ein bisschen in die Person reinversetzt und so gemacht, als ob, ne, so wie Geschichte quasi, so ein bisschen rübergenommen, halt Rollenspiel. Und das war das hier. 9 Stunden am Stück VR, das war holy shit. Aber es hat immer Spaß gemacht. 9 Stunden rumgestanden und das war gut. Ja, das liebe ich. Du kannst immer hingehen, du kannst mit deinem Schraubenzieher, egal was du hast, du kannst dann einfach halt so stealthmäßig, ne, muss leise sind und so, vorbeischleichen, muss was essen, was trinken, muss Missionen erfüllen und die Waffe dann herstellen, kannst du auch viel in dem Game machen. Also es macht auf jeden Fall Bock, wenn man auf VR steht und so, The Walking Dead und so, ist schon ganz nice. Du kannst halt einfach hingehen, kannst die Zombies so am Kopf packen in VR, dann hast du die so und kannst dann so, ne, so rumbewegen, läufst du halt gehen, ja, machst du halt Knabber-Action, kannst du aber festhalten, dann einfach so mit einer Flasche oder so, kannst du halt, ne, so hin und her wechseln und kannst halt einfach so zack in den Kopf und dann bleibt das so schön drin stecken.
Und du brauchst halt wirklich Kraft. Ich weiß noch nur dem 9-Stunden-Stream VR. Walking Dead hatte ich irgendwie, mein Arm, der war so tot. Ich habe so viel Zombies gekillt. Das war, Alter, nur im Stream war ich fertig. Das war mein längstes 2020, VR-Spiel. The Last of Us Part 2. Ja. The Last of Us 2, muss ich ehrlich sagen, finde ich komplett für den Arsch. Nee, Spaß, um Gottes Willen. The Last of Us 2 tue ich absichtlich momentan nicht spiele und halte mich von viele Let's Plays fern, immer noch. Oder Streams oder sowas, weil ich will es selber irgendwann spielen, wenn es halt für PC oder wenn es halt für vielleicht habe ich irgendwann Konsole, I don't know. Das wäre es wirklich wert. Weil The Last of Us 1 und 2 würde ich so gern streamen. Einfach Festhalle. Hätte ich so Bock drauf. Deswegen, ja, will ich mich halt noch nicht so ganz spoilern. Ich habe noch nicht alles, außer der erste Teil, den habe ich selber für mich gespielt damals, habe ich dir vorhin erzählt. Aber Last of Us 2 reizt es du, aber ich habe halt nicht die Chance, das irgendwie gerade zu spielen. Wäre aber geil. So genial. Ah, die Mäusche! Klicker. 2000. Das war gut. Ja, alles knusprig, jo, alles gut. Gerade am Wach wäre, bis ihr Evolution von Zombie Survival Games gucke. Und The Forest Speedrun und Hintergrundgeschichte. Jo, soweit alles gut. Ich hoffe bei euch auch, gell? Ich habe mal gedacht, dass mal das gucke, weil nächste Woche geht's hier los mit Sons of the Forest und dann muss ein bisschen blub. Mäusche Bango. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ja. 2021, Back for Blood. Aber wir haben sau viel von der Liste jetzt schon gespielt. Sau viel. You look like you need this. Back for Blood, das war 2021, Überlebung. Wir haben es ends 2 Mal gespielt. Das Spiel hatte arschvoll Kost. Und ich hab's dann nie wieder angerührt. Nie wieder. Es war aber funny, war eigentlich ganz cool. Aber ja, so Left 4 Dead Abklatsch irgendwie, ne? Ja, ich habe Frühstück. Alles tutti. Ich hab auch Frühstück. Wasser. Ne, ich hab halt Boy zum Frühstück Milchreis gegönnt. Und Meerwasser. Ich hab die Nacht irgendwie, habe ich vorhin erzählt, ich han so kacke gepennt und hab geträumt, ich hab so im Rollstuhl gehuckt, keine Ahnung warum. Ich hab 2 Nächte ineinander dasselbe Traum gehabt. Und zwar, dass ich mich kämme und die Haare kommen so mit und ich gucke auf den Kamm, greif so an mein Schädeldeck, auf einmal ist das wie so bröseliger Keks und ich kann mein Schädeldeck abmachen. Auf einmal hatte ich so riese Schädeldeck halt an, ne, konnte ich einfach, das war so weird. I don't know. War ganz komisch. Das war so, ja. Also habe ich insgesamt vielleicht 2,5 Stunden geschlafen oder maximal 3. Und dann bin ich wach geblieben und habe die Serie Fringe weitergeguckt. I don't know. Hackbart, Mäusche. Ja, ich hoffe bei euch alle, ist alles gut, gell? Wie gesagt, machen es euch gemütlich. Ich mache später ein bisschen No One Survived weiter, also nur die Reactions und dann mit kranke Settings. Ich bin mal gespannt, wie es ist mit Knorgi und wenn es klappt, noch der Achim dabei und gucke. Und ja, 15 Uhr Scum und ab 20 Uhr Goat Simulator so zum Abschluss. Dieses Scheißbild. Ja. Wunderknuffi. Da bin ich mal gespannt. Wird, glaube ich, sehr lustig. 2022, Dying Light 2, Stay Human. Bei dem Spiel habe ich habe ein paar Streams mitgeguckt und ja, weiß nicht. Ich glaube, der Enser fühle ich irgendwie mehr. Ich weiß nicht warum. Jetzt rein auf den Guck. Es kann sein, dass wenn man es selber spielt, ist nochmal ein anderes Feeling, aber Knofs ist halt auch wieder Geschmackssache. Geil ist es auf jeden Fall, aber der Enser fühle ich irgendwie mehr. Weiß nicht. Ich weiß echt nicht, woran es leid. Keine Ahnung. Ja. 2022, No More Room in Hell 2. Da gibt's so 2 Teil davon? Der ist hier komplett an mir vorbeigegangen. Also No
No More Room in Hell Ends habe ich auf jeden Fall gespielt. Da habe ich aber noch nicht gestreamt und nichts. Das war alles so, ne, für mich allein. Da gibt's jetzt wer. Nice. Wusste ich gar nicht. Muss ich mir mal auf die Liste packen hier. No More Room ist der Shit. BB Knorgi. Pilz hier. Komplett an mir vorbeigedappelt. 2022, the day before. Sagen wir nichts dazu. Oh, das löst bei mir ein bisschen innerlicher Rage aus. Wenn wir jetzt so, ne, haben wir ja schon drauf reagiert auf das Video, wo... Egal. Dieses Jahr, November. Maybe. Das sieht so gut aus. 2023, State of Decay 3. Habe ich nicht einen Teil davon gespielt, aber geguckt. Ja, November, ne? Nee. Nee, vergiss es. Wenn ich lache, kotze gleichzeitig, keine Ahnung, das ist ganz komisch bei dem Spiel. Okay. Was soll man hier? Nee, ich darf nicht so viele Videos machen. Alles klar, gut. Machen wir weiter. Fand ich auf jeden Fall geil. Da waren jetzt ein paar Spiele dabei, wo ich aber schon kann. Das waren nicht so bekannte. Ein paar Spiele waren nicht dabei. Auch alte Schinke. Ne, sowas wie Zombie-Shooter von damals. Ich weiß gar nicht, 1900. I don't know. Ein paar Spiele haben gefehlt. War nicht alles dabei. Aber man kann da nicht alles drin packen. Ich meine, dann wäre es ein Video von, keine Ahnung, 4, 5, 6, 8 Stunden oder so. So. Ja, leid, für die Vorbereitung. Die komplette Hintergrundgeschichte The Forest, aber mit ne, in Klammer mit Spoiler, aber ich glaube, wir kennen alle gar mittlerweile The Forest, also ich spiel's mal ab, ich sag's nur, Spoilerwarnung, Achtung. So, let's go. Einfach so als kleines Aufwärmungsprojektchen, weil halt, ich hoffe, dass es nächste Woche losgeht mit Sons of the Forest. Und dann hat man doch noch mal ein bisschen, ja, so ein bisschen aufgefrischt. Moin Leute, heute mal ein etwas anderes Video, denn heute erkläre ich euch die Hintergrundstory zu The Forest. Denn sind wir mal ehrlich, wer von euch hat viel Wert auf die Story gelegt oder diese überhaupt verstanden? Bei mir hat es auch etwas länger gedauert. Da die Hintergrundgeschichte aber in vielen Belangen nicht zu 100% geklärt ist und viele Dinge jetzt glaube ich, keine Ahnung, wie oft haben wir es durchgespielt? Ich glaube, ich meine 3-mal, ne? 3-mal haben wir es durchgespielt. Was? Mein Kleiner hat mir zum Geburtstag Chernobyl Light geschenkt. Das Spiel hatte man einmal auf der Liste gehabt, ne? Also ist also ein bisschen Stalker-mäßig, ne? So alles verseucht und so. Soll ganz gut sein. Ja, ist doch geil. Let's go. Go, blub. Theorien basieren, habe ich mich mal durch das offizielle The Forest Wiki durchgelesen und versuche euch die plausibelste Zusammenfassung der Story zu liefern. Dieses Video hat mich echt viel Zeit gekostet und darum hoffe ich, ihr ballert mal so richtig schön den Like-Button. Und wenn dir generell mein Content gefällt, dann bleibt doch gerne auch mit einem Abo dabei. Nach dem Intro geht's los. Macht gute Videos. Die Story beginnt lange vor den Geschehnissen des Spiels auf der Halbinsel Peninsula, die sich wegen des Klimas, der Tiere und der Geografie irgendwo in Kanada oder einem ähnlichen nördlichen Gebiet befindet. Dort lebte vor über 1000 Jahren eine Gesellschaft, die als die aber es sind momentan einfach zu viel, also ich hab's Mist Survival, Scum, No One Survived aktuell, dann jetzt noch Sons of the Forest, Chernobyl Light wäre irgendwie noch nice dazu, es wäre schon so viel, also ich würde am liebsten alles auf Emo spielen, aber es geht halt leider, das ist krank, was momentan alles so draußen ist. Achso, und bei dem Video wäre ich jetzt so viel Bubble, ich lasse mal durchschlafen, ne? Ich mach nochmal kurz zurück. Ähnlichen nördlichen Gebiet befindet. Dort lebte vor über 1000 Jahren eine Gesellschaft, die als die Alten bekannt waren. Sie waren es, die die Obsidianstrukturen und Opfertüren bauten.
Außerdem waren die Alten auch die ersten, die mit einer Art mythischen, magischen Kraft die Fähigkeit besaßen, mit 3 Obelisken, dem Power-, Todes- und Auferstehungsobelisken, Menschen zu töten und wiederzubeleben. Vermutlich gingen diese magischen Experimente schief und sie erschufen die ersten Kannibalen und Mutanten, was das Verschwinden dieser Gesellschaft von der Halbinsel erklären würde. Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts kamen viele christliche Missionare und Priester auf die Halbinsel, um selbst die Wunder des Auferstehungsobelisken zu erleben. Sie drangen weit in das unterirdische Höhlensystem vor, erkennbar an den ganzen verlassenen Campingplätzen mit Zelten, vernagelten Wänden, mit aufgehängten Kreuzen, Bibeln und losen Kruzifixen am Boden. Unglücklicherweise trafen die Missionare auf Virginia und Cowman-Mutanten, die tief in den Höhlen lebten. Es wird davon ausgegangen, dass der Rest der Missionare, die nach dem Angriff der Mutanten noch übrig waren, von der Aktivierung des Todesobelisken und dessen tödlicher Strahlung alle auf einmal getötet wurden. Der Todesobelisk kann im Spiel nicht gefunden werden. Er ist also größtenteils nur Theorie. Was aber bekannt ist, dass dessen Strahlung auch die grundlegenden Kannibalen erschuf. Ungefähr 80 Jahre später kaufte das Forschungsunternehmen Sahara Therapeutics die Halbinsel, um dort ihr riesiges unterirdisches Forschungslabor zu gründen und ihre genetischen Experimente zum ewigen Leben durchzuführen. Das Hauptforschungsprojekt des Konzerns lag auf dem Iarius-Projekt, dessen Ziel es war, todkranke Kinder wiederzuheilen. Die ersten Testpersonen dieser Sorry, aber die Stelle kennen wir doch, ne? Das ist die erste, wo man rinfalle, wo lauter Futter überall ist, trinke und Money und Shit. Wo man, glaube ich, von der Decke irgendwie runterfalle. Als man in diesen komplette Komplex da kommt. Das ist doch die klinische Stelle. Studie waren vermutlich Kinder, Nice. deren Eltern sie freiwillig in der Einrichtung gemeldet hatten und diese ins Labor auf die Peninsula umgesiedelt und weiter medizinisch untersucht wurden. Es ist davon auszugehen, dass der leitende Wissenschaftler Dr. Matthew Cross, dessen eigene Tochter Megan selbst todkrank war, begann mit dem Auferstehungsobelisken zu experimentieren, indem er ein totes Kind durch das Opfern eines lebendigen Kindes wiederbelebte, was zu einem ewigen Todeskreislauf führte. Ganz nach Dem sagen wir selbst. dem Motto ein Leben für ein anderes. Nach dem Belebungsprozess wurden die Kinder in Beobachtungsräume gebracht, wo sie begannen, genetische Mutationen zu entwickeln, die von abartigen Deformierungen bis hin zu extremem Wachstum reichten. Diese Mutationen wurden isoliert und bei anderen Forschungen wie Klonen und Langlebigkeit bei Erwachsenen untersucht. Doch irgendwann lief etwas ganz fürchterlich schief im Labor, denn ein Armsee entkam seiner Eindämmung, brachte dabei Megan vor den Augen ihres Vaters um und sorgte für einen Aufstand der Mutanten. Die komplette Einrichtung wurde verwüstet und musste evakuiert werden, doch nur Dr. Cross überlebte. Matthew Cross begab sich in seiner Verzweiflung ins Observatorium, denn er wusste, welche Fähigkeiten der Power-Obelisk hatte. Er löste vermutlich den EMP aus, der das Flugzeug von Eric LeBlanc, einem TV-Überlebensexperten, der mit seinem Sohn Timmy von New York auf dem Heimflug nach Kanada war, zum Absturz brachte, in der Hoffnung, mit einem anderen Kind seine Megan wiederzubeleben. Mit roter Farbe bedeckt war es Dr. Cross auch bekannt als der rote Mann, der Eric, seinen Sohn, nach dem Absturz wegnahm und ihn ins Labor verschleppte. Eric, der vor kurzem erst seine Frau verloren hatte, konnte nur benommen zusehen, wie Timmy entführt wurde und wachte erst Stunden später wieder auf. Er zog die Flugzeugaxt aus der Leiche der Stewardess und machte sich auf in den Wald mit dem absoluten Ziel, seinen Sohn zu finden. Auf der Suche nach Timmy kam Eric mit verschiedenen Kannibalen und Mutanten in Berührung, die er alle tötete. Er entdeckte unterwegs eine verlassene Yacht, die vermutlich einer Gruppe Eltern gehörte, die auf der Suche nach ihren Kindern auf die Insel kamen und von den Kannibalen getötet wurden. Eric machte sich auf in das riesige verwinkelte Höhlensystem. Dort konnte er sich eine Schlüsselkarte, Kletteraxt und eine Taucherausrüstung sichern. Auch kamen ihm mehrere Unterlagen zu einer Firma namens Sahara in die Hände. Da er ein Überlebensexperte war, konnte er sich verschiedene Waffen herstellen und war nun in der Lage, in das große Sinkloch hinabzusteigen und sich auf den Weg zum Laboreingang zu machen. Nachdem er die Schlüsselkarte am Eingangstor benutzte, trat er in das verwüstete Forschungslabor ein. Er durchforstete die Einrichtung und fand den Raum, in dem der Auferstehungsobelisk stand. Dort fand er aber auch zu seinem Schrecken den leblosen Körper seines Sohnes. Er zog ihn aus dem Obelisken und legte ihn voller Verzweiflung auf einen Forschungstisch. Geschockt vom Tod seines Sohnes legte Eric das Spielzeug auf seine Brust und realisierte erst spät, dass Kabel zu diesem Tisch vom Obelisken ausliefen und schloss Timmy an die Apparatur an. Der Auferstehungsobelisk öffnete sich wieder und verlangte ein weiteres Opfer, auf dessen Suche sich Eric sofort begab. Ein Raum weiter traf er dann auf den getöteten Matthew Cross, in dessen Augen, Hals und Brust Buntstifte steckten. Vermutlich hatte Megan ihn nach ihrer Wiederbelebung ermordet. Eric wurde durch die ganzen Hinweise, die er gesammelt hatte, klar, dass der rote Mann kein Kannibale war, sondern Dr. Cross selbst. Er folgte den blutigen Fußabdrücken und stieß in einer großen Halle auf die Ja, die ist ja voll scharf an Zahn. Immer die Musik, wenn es losgeht mit der Cable Show. Kleine Megan, die umringt von Zeichnungen. Aber ey, da sind jetzt Sachen dabei, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ne? Also manche Dinge habe ich da anscheinend doch nicht so wirklich geraffelt.
und Stiften mit einem Spielzeugflugzeug Erklärt das richtig spielte. gut. Megan drehte sich um, das Flugzeug stürzte ab und sie zeigte auf ihn. Danach bekam sie einen Anfall und mutierte vor den Augen von Eric zu einem spinnenähnlichen Wesen, das ihn sofort angriff. Der Überlebensexperte konnte Megan erfolgreich besiegen, doch die Kleine starb bei dem Kampf. Als Eric ihren Leichnam dem Obelisken als Opfer anbieten wollte, lehnte er Megan ab und zeigte an, dass nur ein lebendes Exemplar funktionieren würde. Megan glitt aus der Maschine und ließ die goldene Schlüsselkarte für das Observatorium fallen. Als Eric im Observatorium ankam, entdeckte er dort den Power-Obelisken. An einem Computer wurde ihm ein weiteres Flugzeug angezeigt, das über die Insel flog und in dem auch mehrere Kinder saßen. Eric entschloss sich, Timmy zu retten und den Todeskreislauf nicht zu durchbrechen. Daraufhin aktivierte er das EMP, das Flugzeug stürzte brennend am Observatorium vorbei und schlug auf der Insel auf. Eric entschloss sich, ein lebendes Kind zu entführen und damit Timmy wiederzubeleben. Ein Jahr später wurden beide gerettet und in einer Talkshow von dem beliebten Gastgeber Doran zu einem Holzfällerwettbewerb überredet. Doch während der Show bekam Timmy einen Anfall wie damals Megan und war kurz davor zu mutieren. Doch sein Vater eilte zu ihm und konnte ihn beruhigen. Wieder ein paar Jahre später, als Timmy schon ein junger Erwachsener war, blickte er über sein schwarzes Brett in seiner Wohnung und sah auf einer Karte eine unbekannte Insel. Vermutlich eine zweite Forschungsstation der Sahara Therapeutics, die im zweiten Teil Sons of the Frost zum Tragen kommt. Timmy sah auf seinen Arm und musste wieder einen Mutationsanfall unterdrücken. Das letzte, was wir von Timmy sahen, war sein Blick aus dem Fenster. Hier endet The Forest. So Leute, das... Und da hat jeder, also habe ich auch gedacht, dass es dann irgendwann ein nächster Teil gibt, wo dann einfach halt irgendwie in der Stadt ist oder sowas. Dass da irgendwas in der Stadt passiert. Das, was auf der Insel war, irgendwie in der Stadt. So irgendwie sowas habe ich doch, ich glaube sogar im Stream gesagt, ich weiß es nicht mehr. Aber das war auf jeden Fall, ja. Ich bin mal gespannt, wie es halt weitergeht, wie sie das weiter fortsetzen. Beziehungsweise man kracht wahrscheinlich auch mit einem Helikopter wieder irgendwie ab. Timmy sahen, war sein Blick aus dem Fenster. Hier endet The Forest. So Leute, das war meine Zusammenfassung zu The Forest. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich meine, das war mal was anderes, aber hoffentlich auch genauso informativ. Wie gesagt, viele der Informationen sind selbst auf der offiziellen Wiki von The Forest entweder Theorie oder nicht zu 100% geklärt. Darum habe ich meine eigene Sichtweise mit eingebracht, um euch die Story besser zu erklären. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner weiteren Videos. Dann hoffe ich, habt ihr einen schönen Tag, eine schöne Woche und vergesst eins nicht. Spielen geht immer. Ja, und Niceness. Das ist geil erzählt. War eine kleine Auffrischung, ne? Ein kleines bisschen aufgefrischelt. Da waren jetzt wirklich manche Dinge dabei. Über die hätte ich mal vorher gar keinen Kopf gemacht, so. Aber saugut. Klein, kompakt, Niceness innerhalb von knappe 8 Minuten, alles gut erzählt. Gibt's ein Like, blop. Abo ist schon da. So. Das war das gewesen. Es gibt doch bei The Forest, ne, das hatte ich mal gesehen, ich glaube, das hatten wir noch nie gehabt, dieses, was war das nochmal? The Forest? Alle 5 Locations, ne, das sind alles Guides. Warte. Kommt ganz, ne, ist jetzt nicht geplant, aber ich mache das Domo ganz kurz noch dazu. Das würde mich jetzt mal kurz interessieren, weil ich habe das auf dem Thumbnail gesehen und gedacht, what the hell ist das? Und zwar gibt's irgendwie so Zepter. I don't know, in the Forest, irgendein Zepter. Ich habe den noch nie gehabt. Also nicht, dass ich wüsste. Was ist das Moin hier, Leute, ne? herzlich willkommen zu einem neuen The Forest Location Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wo ihr den Artefaktstab findet und wie ihr ihn benutzt. Das und vieles mehr. Weg folgt. Hier könnt ihr sozusagen das normale Ende vom Spiel freischalten, indem ihr das hier aktiviert. Aber das wollen wir nicht. Wir entscheiden uns dieses Mal, Timmy sterben zu lassen und diesen ganzen Prozess zu unterbrechen. Deswegen gehen wir hier rüber, drücken hier bei Emergency Shutdown. Dort halten wir E gedrückt und dann müssen wir nochmal E drücken, um das zu bestätigen. Somit haben wir das Artefakt ausgeschalten und Timmy kann nicht wiederbelebt werden. So, jetzt müsste hinter uns der Fahrstuhl aufgehen. Dem müssen wir jetzt folgen. Hier raus. Haut mir das jemals so gemacht? Doch, mir heute beide Ende gehabt. Safe. Folgen wir dem Fahrstuhl nach unten gekommen sind. Gehen wir nach rechts, gehen wir hier runter, das hat kurz geleckt, aber übel. So, folgen dem Weg hier nach links. Bei euch müsste das ein bisschen dunkler sein. Ich habe mir die Cave ein bisschen aufgehellt, damit ihr das besser folgen könnt. Gehen wir nach links, immer geradeaus, den Weg nach. Dann klettern wir hier diesen Abhang runter. Ich springe jetzt runter, geht schneller. Immer geradeaus. Und dann hier ins Wasser. Zack, natürlich habt ihr noch die Taucherausrüstung und dann nach links. Geradeaus, immer schön schwimmen. Raus, einmal kurz die Taucherausrüstung ausziehen und weiter. So, dann geht's hier rüber. Dieses Loch hier, behaltet euch das im Hinterkopf. Das brauchen wir nachher noch. Jetzt hier geradeaus, hier an diesem komischen, sehr präzise viereckigen Stein vorbei. Auf jeden Fall so einen Marker hier hin. Wunderbar. Schöne gelbe Markierung, denn ihr müsst jetzt zur Yacht. Wir sind hier oben. Hier oben sind wir rausgekommen aus dieser Cave. Hier vorne ist das Cockpit. Das seht ihr auch hier. Da liegt das Cockpit. Was? Hier ein Tipp. Baut euch auf jeden Fall so einen Marker hier hin. Wunderbar. Schöne gelbe Markierung. Ah, denn ihr müsst jetzt zur Yacht. Wir sind hier
Nice. Hier oben sind wir rausgekommen aus dieser Cave. Hier vorne ist das Cockpit. Das seht ihr auch hier. Da liegt das Cockpit. Und hier müssen wir dann hin. Wir müssen hier runter zu dieser Yacht. Genau hier liegt die Yacht. Und ja, den Weg kürze ich jetzt mal ab. So, wenn ihr an der Yacht angekommen seid, ich markiere es noch einmal auf der Karte. Im unteren Bereich der Karte, in dieser Bucht hier, liegt die Yacht. Aber ich denke, wenn ihr nach dem Artefaktstab sucht, dann seid ihr schon ein bisschen fortgeschritten in The Forest und wisst sowieso, wo die Yacht ist. Dann gehen wir hier runter in die Yacht und wir haben auch diese goldene Karte bekommen. Mit der können wir jetzt diesen mysteriösen Raum öffnen. Zack, 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 rein. Ja, und normalerweise müsste jetzt hier bei euch der Artefaktschlüssel liegen, aber den habe ich ja schon. Und zwar sieht der so aus. Das ist der Artefaktschlüssel. Und den Artefaktschlüssel brauchen wir, um in eine Kammer zu gelangen, wo wir... Entweder ist es so lange her, warte, ich weiß nicht, meistens doch. Du und Mango, ich glaube, also ist schon länger her, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube wir haben das doch schon mal gemacht. Aber ich kann mich null dran erinnern. Dann den Artefaktstab finden. Also müssen wir wieder zurück zu unserer alten Markierung, zurück ins Labor und dann in diese kleine Absenkung, die ich euch eben gezeigt habe. Also wieder zurück. So, und dann sind wir wieder zurück, gehen in die Cave, so, und dann laufen wir den Weg zurück, immer geradeaus, bis wir wieder an dieser Versenkung angekommen sind. Dann geht es ein bisschen schneller geradeaus, hier durch und jetzt auf der linken Seite aufpassen, hier geht's runter. Ihr klettert dann da runter, zack, hoch hier. Aber und dann kommen wir zu dieser Tür. Und diese Türen kennt ihr, nur dass ihr dieses Mal den Schlüssel einsetzen müsst und keine Steine. Dann kommen wir in dieses sozusagen Grab. Denn wir beten ja, so kann ich mich dran erinnern. Wir haben das gemacht. Aber es lange die Toten dieses Artefakt an. So, meine Lieben, das ist der Artefaktstab. So bekommt ihr ihn. Jetzt zeige ich euch noch, wie das Ganze funktioniert. So, ich bin dann jetzt mal in die Nähe eines Dorfes gegangen. Denn dort spawnen ja dann die Gegner ein bisschen öfter. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt den Artefaktstab habt, drückt mit der linken Maustaste einmal drauf. Dann leuchtet dieser rot. Das rote Leuchten bedeutet 1, ihr lockt damit Gegner an. Aber auch nur, sobald ihr ihn in den Boden rammt. Drückt ihr dann die rechte Maustaste, leuchtet er blau. Das heißt, es ist sozusagen ein Schild um euch rum, wo keiner euch angreift. Die haben Respekt vor diesem Ding und hauen direkt wieder ab. Testen wir das Ganze mal. Stellen mal auf rot und rammen das Ding in den Boden. Ah, dahin kommen sie. Dahin kommen die ersten Gegner. Ja, greift mich an. Los. Aha. Seht ihr, die greifen mich jetzt die ganze Zeit an. Wenn ich aber jetzt den Artefaktstab aufhebe, ihn blau werden lasse und mit C in den Boden ramme, dann traut sich keiner mehr an mich. Die laufen weg. So könnt ihr jetzt immer wieder das Ding in den Boden rammen, rot werden lassen, die Gegner anlocken, Knochen farmen, die killen und das Ganze wieder auf blau stellen und es wird sich euch keiner nähern. Ja, das ist der Artefaktstab, das ist seine Funktion und so habt ihr ihn gefunden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr generell mehr Content zu The Forest und anderen Games sehen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr keins von neuen Videos. Ja, würde ich sagen, danke fürs Zusehen, haut rein und vergesst eins nicht. Dankeschön. Cool. Kann ich mich bestimmt dran erinnern, wie gesagt. So, das letzte Video. Jetzt haben wir hier The Forest done in under 6 Minuten. Also The Forest Weltrekord. Any Prozent? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll in 6 Minuten. Let's go. Wahrscheinlich Glitches und Stuff, ne? Jetzt haben wir nochmal die Lore. Jetzt nochmal das Spiel durchspielen. Aber ein Speedrun. So, ich fand das gute Connection. War ganz gut. Aha. Hätte sonst jetzt nichts mitgenommen, ne? Wollte ein bisschen was zu fressen, ein bisschen was zu trinken. Au. Scheint kann man sich auch durchglitschen, okay. Die Höhle mit der Karte, ne? Ja, das ist die mit der Karte.
Wait, what? Ich weiß, wo das ist, aber was macht der da gerade? Hat der gerade irgendwie die Loading-Sequenz irgendwie ausgenutzt oder für, oder? Ist doch bestimmt mittlerweile gefixt. Safe. Ja, gut. Eva mal halt, okay, dachte ich mal schon. Eva durch die Map geklitschelt. Jetzt fällt er irgendwo hin. Ja, ich weiß auch nicht, ob der damit schneller ist, also vermutlich schon, ja, irgendwie. Oder er macht es einfach just for fun, so wie ich meistens nachlade, obwohl die Munition voll ist bei No One's Wiped. Ich mag das Geräusch. Klick, 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 klick. Was? Ich lieb Speedruns, aber das ist so wieder so abgefuckter Shit. Geht das denn in die Birne? Wie kommt man dort drauf? Wie? Der jumpt im Nirgendwo rum. Aber hat anscheinend genau richtige Ruhe. Da krieg ich Durchfall. Chronisch. Das ist. What the fuck? Ja, okay. Bunny Hop. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil das ist echt weird. Das ist ja hier. Der geht durch den Tunnel, der fällt erst mal kilometerweit ohne. Gut, er weiß genau, was er macht, aber woher kommt das Wissen? I don't, what the hell? Guten Morgen, was? Der ist aus Australien. Silber, moin. Das frage ich mich auch immer, wie kommt man darauf? Guck mal, der geht jetzt durch, da ist hier irgendwas zum Triggern. Der geht durch. Jetzt geht er da so ein kleines A-Löschelchen. Zack. Ist du einfach halt direkt die Labs und ist, ja. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert bei Sons of the Forest, bis der erste Speedrun rauskommt. Guck ich mal aber nicht an. Zuerst müssen wir es durchspielen. Zuerst, wenn mindestens einmal durchspiele, dann gucke ich meistens Speedruns zu dem Spiel. Okay. Aha. Ausrastfunktion. Die Einrastfunktion. Sag mal Ausrastfunktion. Okay, ist alles ziemlich unloaded. Hat jetzt so viel geskippt. Aber ist es dann auch wirklich ein gültiger Speedrun? Wegen dem Glitch? I don't know. Steht halt mal World Record, ne? Keine Ahnung. Mystische Glitchless Speedrun Google. Dann wäre es wahrscheinlich so, keine Ahnung, vielleicht 4 Stunden oder so oder 3. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was die Zeit da ist bei einem normalen Glitchless Speedrun. Okay, Sound ist irgendwie weg. Hallo? Oder ist mein Headset? Nee. Aber guck mal, der geht hin, ne? Der schlägt auf der Botte.
dreht sich dann so rin. So. Also er ändert die Position, wo er hinschlägt. Er steht hier, er schlägt hier hin und dreht sich quasi dann so rüber, weil er hier in der Animation steckt. Das ist sau clever. Nice. Krasse Scheiße. Ach du Kacke. Ich freue mich halt jedes Mal bei Speedruns wie Comedy da drauf. Es ist einfach so richtig, keine Ahnung.